Willkommen zum Slupcast Arbeitsschutz im Slup Makerspace. Herzlich willkommen hier zu der Arbeitsschutzunterweisung im Slup Makerspace. In diesem Video zeige ich euch, welche Geräte ihr bedienen dürft, wie ihr euch vor Unfällen schützt und wie ihr euch im Gefahrenfall verhalten solltet. Es gibt ein paar Regeln, wenn ihr hier arbeitet. Die erste Regel ist die, dass ihr nie allein sein dürft. Das heißt, es muss immer ein Betreuer mit vor Ort sein, die erkennt ihr an diesen Namensschildern. Die zweite Regel ist, dass das, was der Betreuer sagt, auch das ist, was ihr tun solltet. Wenn ich also sage, es brennt, bitte verlasst diesen Raum, dann wird nicht zu Ende gelötet oder gesägt, sondern dann verlasst ihr auch diesen Raum. Für den Gefahrenfall gibt es hier im Gebäude 2 Notausgänge. Der erste Notausgang, das ist die Glastür, die ihr hier hinter mir seht, dort hinaus. Wenn wir fliehen müssen, würden wir uns dort hinter dem Anlieferungstor auf dem Platz sammeln. Generell gilt, dass diese Tür nur von den Mitarbeitern geöffnet werden kann. Die ist also nicht dazu da, dass ihr dort eure Raucherpausen verbringt. Der zweite Notausgang führt wieder durch die Bibliothek hinaus. Dort würden wir uns dann auf Höhe der Bushaltestelle sammeln. Die 2 wahrscheinlichsten Gefahrenfälle, das sind Brand oder Verletzung. Für den Brandfall ist es so, dass wir eine Sprinkleranlage haben, es wird also nass von oben. Was wir nicht haben, sind Rauchmelder. Wenn ihr also irgendwo Rauchentwicklung oder einen Brand seht, dann müsst ihr bitte schreien, damit wir als Mitarbeiter informiert sind. Wir haben für den Brandfall auch mehrere Feuerlöscher im Raum verteilt. Das eine ist hier hinten bei den 3D-Druckern. Dann haben wir noch einen Pulverlöscher direkt am Eingang der Werkstatt und einen CO2-Feuerlöscher hier hinten bei den Lasercuttern. Die sind auch alle auf dem Flucht- und Rettungsplan mit verzeichnet. Wichtig ist, dass die Pulverlöscher immer dann verwendet werden sollten, wenn Menschen brennen, und der CO2-Feuerlöscher, wenn Geräte brennen. Ihr müsst aber nicht löschen, ihr dürft auch nur schreien, aber eure Sicherheit geht immer definitiv vor. Kommen wir zu dem zweiten Gefahrenfall, der Verletzung. Wenn ihr euch verletzt habt, sei es nun, ihr habt euch in den Finger geschnitten oder den Finger direkt abgeschnitten, dann müsst ihr uns Mitarbeiter darüber informieren. Wir machen dann eine Eintragung ins Unfallbuch, also erst helfen wir euch, dann machen wir eine Eintragung ins Unfallbuch und dann versorgen wir euch natürlich auch. Wir haben hier zur Versorgung eine Augendusche, wir haben einen Erste-Hilfe-Kasten und auch eine Pflasterbox, da dürft ihr euch gerne mit bedienen. Diese Eintragung in das Unfallbuch ist wichtig für euren Versicherungsträger. Ihr müsst aber wissen, dass ihr hier immer auf eigene Gefahr arbeitet, also über euch selbst versichert seid. Damit es gar nicht erst zu Verletzungen kommt, ist es auch wichtig, dass ihr euch werkstattgemäß kleidet. Das bedeutet, ihr solltet immer festes Schuhwerk tragen. Im Sommer heißt das, mit Sandalen oder mit Flipflops kommt ihr hier nicht rein und dürft auch nicht an die Geräte. Das waren jetzt die allgemeinen Kleidungsvorschriften. Wenn ihr an den schnell drehenden Geräten arbeitet, dann gelten nochmal besondere Regeln. Die erste ist die, dass wenn ihr lange Haare habt, dann solltet ihr die immer zusammenbinden. Ich habe deswegen immer ein Haargummi dabei. Und weite Kleidung, Handschuhe, Schmuck, alles, was sich irgendwie bei diesem schnell drehenden Gerät verfangen kann, das müsst ihr vorher ablegen. Was auch Pflicht ist, ist die Schutzbrille. Schutzbrillen habt ihr hier. Ihr habt auch immer noch mal welche an den Geräten direkt vor Ort. Und hier sind Desinfektionstücher, damit ihr euch die einfach noch mal vorher abwischen könnt. Wenn es irgendwie laut wird, dann solltet ihr immer einen Gehörschutz tragen. Dazu habt ihr hier einmal diesen Kapselgehörschutz oder auch hier oben diese Ohrstöpsel. Da dürft ihr euch gerne mit bedienen. Wenn ihr mit Gefahrenstoffen arbeitet, also irgendwie Alkohol oder sowas, dann solltet ihr immer Handschuhe tragen. Auch die haben wir mit da und könnt ihr gerne mit nutzen. Worauf ich euch auch noch aufmerksam machen möchte, das sind hier die Stolpergefahren. Hier zwischen Teppichbereich und Holzbereich, da ist eine Stolperkante, über die könnt ihr stolpern. Und das andere, worüber ihr stolpern könnt, das sind hier diese Bodentanks. Darunter befinden sich Steckdosen, die dürft ihr auch gerne mit nutzen, um eure Laptops oder Smartphones zu laden. Nehmt halt vielleicht nicht gerade den, weil der ist hier im Eingangsbereich, sondern nutzt welche dort hinten. Wenn ihr dort Kabel verlegt, achtet auch darauf, dass die so verlegt sind, dass da niemand drüber hüpfen muss. Und ihr solltet auch darauf achten, dass eure Rucksäcke und Taschen so verstaut sind, dass niemand über die Schlaufen oder Träger stolpert. Bodentanks am Ende einfach wieder in den Boden versenken, sodass hier auch keine Kanten mehr zu sehen sind. Und dann ist es wieder eben. Neben eurem Schutz sind uns natürlich auch unsere Geräte wichtig. Deswegen ist wie im gesamten Bibliotheksbereich ja auch Essen und Trinken nicht gestattet. Was ihr machen dürft, ihr könnt euer Wasser mit hier in dem Veranstaltungsbereich nehmen und auch hier trinken. Bloß solltet ihr die Flaschen nicht mit zu den Geräten nehmen.
Wenn hier mehrere Geräte laufen, und das gilt insbesondere für die 3D-Kunststoffdrucker, wo Kunststoff erhitzt wird oder wenn Styropor geschnitten wird, dann entstehen hier gewisse Dämpfe und die Luft kann auch stickig werden. Aus dem Grund solltet ihr immer darauf achten, dass die Belüftung an ist. Die seht ihr hier. Über den Schalter könnt ihr die Belüftung an- und ausschalten. Wenn das Licht leuchtet, ist sie an. Und dann wird die Luft hier einfach umgewälzt. Was wir jetzt machen, ich zeige euch jetzt die Geräte, die ihr benutzen dürft, und ich zeige euch auch die Geräte, die hier offen im Werkstattbereich stehen, welche Gefahrenquellen dabei bestehen und das Ampelsystem, was euch zeigt, welche Geräte ihr wie benutzen dürft. Mit dem Ampelsystem haben wir die Geräte mit den unterschiedlichen Nutzungsbedingungen gekennzeichnet. Grün bedeutet, dieses Gerät dürft ihr mit einer gültigen Arbeitsschutzunterweisung bedienen. Das sind jetzt zum Beispiel der Hammer oder die Cuttermesser. Gelb bedeutet, neben der Arbeitsschutzunterweisung stehen euch zusätzliche Informationsvideos zur Verfügung, die euch zeigen, wie man das einzelne Gerät richtig benutzt. Die solltet ihr euch vor der Inbetriebnahme des Gerätes immer anschauen. Rot heißt, dieses Gerät ist nur mit Geräteführerschein benutzbar. Ihr müsst also vorher einen Kurs bei uns absolvieren. Ein gutes Beispiel ist an der Stelle der 3D-Kunststoffdrucker. Den könnt ihr mit einem betreuten Termin nutzen, dann sind wir mit dabei und helfen euch einfach beim Einstellen und beim Starten des Drucks. Die Alternative ist eben das Absolvieren des Geräteführerscheins, dann dürft ihr auch selber ans Gerät. Deswegen ist auch hier auf der Betriebsanweisung die rote Ampel drauf abgebildet. Wenn ihr hier euch in der Werkstatt bewegt, stehen verschiedene Geräte auch offen herum und laufen. Deswegen zeige ich jetzt die Gefahrenquellen. Bei dem 3D-Kunststoffdrucker ist es eben zum Beispiel so, dass diese Druckplatte als auch die Heizdüse heiß werden. Ihr könnt euch daran verbrennen, also Verbrennungsgefahr. Und die Druckköpfe bewegen sich und da sind mechanisch bewegliche Teile, da besteht Quetschgefahr. Gut, nächstes Gerät wäre dann der Roboterarm. Herr Armin. Herr Armin gehört einem Professor von der TU Dresden. Er steht hier. Wenn ihr das Gerät benutzen möchtet, vermitteln wir gern den Kontakt. Wichtig ist, wenn ihr hier herumlauft, dass ihr darauf achtet, dass hier niemand dran arbeitet. Wenn jemand dran arbeitet, kann es sein, dass sich der Roboterarm bewegt. Wenn er sich bewegt, kann es sein, dass der mit dem jeweiligen Werkzeug, was davon dran geschnallt ist, auch mal gegen euch fahren kann. Dann könnt ihr euch irgendwie am Kopf stoßen. Der hat zwar so eine automatische Sperre, dass wenn er irgendwo gegenfährt, dann auch anhält, aber dann ist er euch ja schon gegen den Kopf gefahren. Deswegen, wenn hier jemand steht, einfach einen gewissen Sicherheitsabstand einhalten. Das ist unser Styropor-Cutter. Es handelt sich dabei um eine Heißdraht-Schneideanlage und wie der Name schon sagt, der Draht, der dazu da ist, das Styropor zu schneiden, der wird heiß. Ihr habt also einerseits Verbrennungsgefahr und auch die Gefahr eines elektrischen Schlages. Wenn die Motoren laufen, bewegen die sich hier auf diesen Schlitten. Das heißt, wir haben mechanisch bewegliche Teile und da besteht auch wieder Quetschgefahr. Bei dem Gerät ist es auch so, dass während dieses Schneideprozesses Dämpfe entstehen und diese Dämpfe können gesundheitsschädlich sein. Ihr solltet also auf ausreichende Belüftung achten und wenn ihr schwanger seid, empfehlen wir, das einfach gar nicht zu machen, sondern dann das jemand anders machen zu lassen. Gut. Dann kommen wir zu den Lasercuttern. Da haben wir jetzt hier 2 Stück. Bei denen ist es so, dass ihr auch einen betreuten Termin wahrnehmen könnt oder eben den Geräteführerschein machen. Wenn ihr hier da seid, ihr habt keinen Termin, gilt nur gucken, nicht anfassen, nicht einfach den Deckel aufmachen, das ist wichtig. Bei dem Deckel besteht Quetschgefahr. Auch hier drin haben wir mechanisch bewegliche Teile, da besteht ebenfalls Quetschgefahr. Ihr solltet auch nicht in den Laserstrahl blicken oder in den Fokus. Falls es irgendwie komisch sein sollte, es brennt oder es ist Rauch, es sind die Geräte, die am ehesten mal brennen, habt ihr hier den Notausknopf, könnt ihr einfach draufdrücken und dann ist das Gerät aus. Hier haben wir unsere Gipsdruckerinsel. Der Gipsdrucker, das ist das einzige Gerät, zu dem wir nie einen Geräteführerschein anbieten werden. Das hängt damit zusammen, dass dabei Atemschutz notwendig ist und wir das arbeitsschutzrechtlich nicht abgedeckt bekommen. Wenn ihr hier arbeitet oder einen Druck abholt, ist es so, dass ihr aufpassen müsst, wir haben hier einen Wachstopf. In dem Wachstopf ist flüssiges Wachs und wenn das Wachs flüssig ist, heißt es, dass es heiß. Und daran könnt ihr euch verbrennen. Und hier haben wir auch noch den Ofen, in dem die Modelle erhitzt werden. Und auch hier könnt ihr euch verbrennen und ihr solltet auch nichts oben auf die Oberfläche draufstellen, damit auch das nicht irgendwie Feuer fängt.
Wir kommen jetzt zu den Geräten, die mit einer gelben Ampel gekennzeichnet sind. An denen wäre also nochmal zusätzliches Informationsmaterial vorhanden, das ihr euch vor der Inbetriebnahme anschaut. Das erste Gerät ist die Teller-Bandschleif-Kombination. Hier müsst ihr drauf aufpassen, an den verschiedenen Schleifmitteln, also sowohl hier an dem Bandschleifgerät als auch an dem Teller, besteht Quetschgefahr. Hier haben wir die Kunststoff-Biegemaschine. Der Name ist etwas irreführend, weil ihr tatsächlich damit nicht selbst den Kunststoff biegt, aber ihr könnt ihn für den Biegevorgang vorbereiten. Ihr habt hier unten und hier oben einen Draht, der Draht wird heiß und wenn ihr den Kunststoff dazwischen legt, wird er an der Stelle einfach biegsam und ihr könnt ihn um eine mitgebrachte Form biegen. Verbrennungsgefahr hier an den beiden Drähten, natürlich auch Stromschlaggefahr und dieser Hebel hält ungefähr bis hier, gibt eine Feder. Und dann fällt der relativ schwer nach unten, also habt ihr auch noch die Gefahr, euch hier zu quetschen. Was wir hier haben, ist auch nochmal ein schnell drehendes Gerät. Das ist die Tischoberfräse, ist zur Kunststoffverarbeitung gedacht. Da gibt es verschiedene Aufsätze, die erhaltet ihr bei den Mitarbeitern. Und hier gelten diese besonderen Kleidungsvorschriften für schnell drehende Geräte, über die wir vorhin schon gesprochen haben. Das hier, das ist die Tiefziehmaschine. Für die wäre eine extra Einweisung notwendig. Da könnt ihr euch einfach an uns Mitarbeiter wenden. Ihr habt einerseits die Quetschgefahr hier an diesem Bedienhebel und ihr habt, weil bei dem Tiefziehvorgang wird der Kunststoff vorher erwärmt und da besteht Verbrennungsgefahr. Ihr habt hier oben diesen Ofen. Der wird über den Kunststoff gezogen und natürlich wird auch diese Fläche heiß, also auch an der Stelle könnt ihr euch verbrennen. Wenn ihr an den Geräten, die ich euch gezeigt habe, gearbeitet habt oder hier an dieser Werkbank, kann es ja sein, dass irgendwie Reste entstehen, die ihr entsorgen müsst. Dafür haben wir entsprechende Behälter. Für größere Teile, zum Beispiel wie für die Platten, die in den Lasercutter kommen, haben wir hier diesen Wagen. Den könnt ihr hier einfach reinwerfen und kleinere Teile kommen hier in diese Mülleimer. Sondermüll könnt ihr nicht bei uns entsorgen, den müsstet ihr wieder mitnehmen. Ja, das war es zu den Rechten, Pflichten und Gefahren, die hier im Makerspace auf euch lauern. Wenn es noch irgendwie Fragen zu den Inhalten gibt, dann könnt ihr euch gerne an uns wenden. Folgt einfach hier dem Schild bis zu der Anmeldetheke. Ihr könnt uns natürlich aber auch gerne schreiben. Vielen Dank fürs Zuschauen.